Aber das Rücklicht sollte auch funktionieren. Und zwar kommt das graue Kabel. Das ist noch gar nicht aktiviert. Das müssen wir noch aktivieren. Geil, wir machen hinten schon mal das Rücklicht dran, damit irgendwie das Fahrzeug aussieht, als geht's voran. So, der bekommt natürlich hier den super genialen Scheinwerfer von uns. Nico, wie findest du unsere Scheinwerfer? Einsame Spitze. Könnte man eigentlich auch schon mal reinsetzen. Bist du da gerade dran oder wie? Was magst du reinsetzen? Bist du an den Scheinwerfer dran? Ja, natürlich. Hallo. Aber guck mal, das sieht doch schön aus. Von vorne. Also deswegen finde ich den Scheinwerfer echt cool, weil früher, wenn man LED-Licht haben wollte, musste man immer diese ganz fürchterlich hässlichen Scheinwerfer nehmen. Und mit dem hier kann man das echt machen. Mit 1,5 Quadrat bin ich unbesiegbar. So, die Gabel und die Lenkkopfabdeckung sind jetzt vom Bearbeiten zurück. Also wir haben ja eine gekürzte Gabel jetzt, ne? Die haben wir bei jemandem kürzen lassen. Also das heißt, die Schweißen hat unten aufgemacht, ein Stück abgeschnitten und wieder eingeschweißt. Das ist jetzt im Prinzip genauso wie original. Und das Problem war natürlich, dass diese Custom-Lackierung an der Stelle natürlich beschädigt war. Und das haben wir dann gleich bei unserem Freund Sebastian Attenberger korrigieren lassen. Und man sieht, das sieht wieder wirklich perfekt aus. Das sieht aus wie bei der ersten Lackierung. Ich versuche jetzt irgendwie Batterien unterzubringen. Und jetzt sind wir einfach 2 6-Volt-Batterien, die schalten wir in Reihe. Dann haben wir auch 12 Volt. So, jetzt muss ich den ganzen Kram natürlich wieder zusammensetzen. Und als erstes kommt unser Federbein, unser neues SIP-Federbein, die Version für die PK, also gekürzte Gabel und PK-Federbein, um das Ganze vorne ein bisschen tiefer zu bringen. Denn die eigentliche Länge, wie lang die Gabel ist, bestimmt ja nicht das Standrohr, sondern bestimmt die Länge des Federbeins. Nur, wenn ich nur das Federbein ändere, dann ändert sich auch der Schwingwinkel. Also haben wir auch die Gabel mit ändern lassen, damit alles schön aussieht und vernünftig passt. So, also jetzt ist es so. Stoßdämpfer ist montiert. Man muss darauf achten, wenn man eine Narbe von der neuen Grimeca Scheibenbremse verwenden möchte, kann man nicht die Aufnahme für Stoßdämpfer und Bremssattel von der alten Grimeca Scheibenbremse verwenden, denn da hat der Tachoantrieb eine andere Höhe. Das passt dann nicht. Also, das Ding ist ja ziemlich alt gewesen, ne, aus den 90er Jahren wahrscheinlich nochmal verbaut. Und später gab es ein Update der Grimeca Scheibenbremse und natürlich wollen wir Teile verbauen, die kompatibel zu dem Update sind. Also auch die Ankerplatte tauschen. Jetzt haben wir einen Teil von SIP, das können wir dann nehmen. Ich bin mir nur ein bisschen unsicher, ob das auch passt mit der KR Automation Felge, aber das teste ich einfach. YouTube ist auch noch eine Modeerscheinung. Genauso wie das Internet. Ja, das setzt sich hier nicht durch. So, wir hatten jetzt also gerade diese Scheibe, die auch wirklich gut ist, von der ich auch weiß, dass sie viele Leute zufrieden fahren. Und da ging die Montageanleitung los mit: Die Montage der umlaufenden Scheibe ist einfach. Da habe ich mich schon gefreut, weil wir haben ja kaum noch Zeit. Ne? Und dann ging es weiter. Sie braucht jedoch einige Kunstgriffe. Einige Kunstgriffe, okay, das wird interessant. Um es kurz zu machen, eine Drehbank unter anderem. Ne? Also es ist einfach, diese Scheibe zu montieren, wenn man gerade eine Drehbank unter anderem hat. Ne? Also habe ich eine andere geholt. Und ich dachte mir, erstens muss sie cool aussehen und zweitens möchte ich ja, obwohl es nur um Aussehen geht, schöne Sachen verbauen, die auch wirklich gut funktionieren. Also habe ich Anti-Scotchati genommen. Oder? Auf Bayerisch, wie sagt man? Die Scotchati auf Bayerisch, glaube ich. Genau. Und das ist eine Firma, von der ich sehr überzeugt bin.
Das ist schon ein gutes Zeichen, dass keine Montageanleitung drin ist. Ja. Also. So, und wie das immer so ist bei solchen Umbauten, ist es halt cool, wenn man alles testet, ob es auch wirklich zusammenpasst, ne, auch Teile von unterschiedlichen Marken. Jetzt habe ich hier die Discacciati Bremsscheibe, unsere Narbe, das Grimeca Bremsankerplatte, SIP-Stoßdämpfer, alles mal zusammengesteckt. Das läuft bis hierher sehr schön. Jetzt stecke ich noch mal die KR Automation Felge, stecke jetzt auch noch mal auf. Und wenn das jetzt auch noch funktioniert, dann bin ich voll glücklich. Schauen wir mal. Das ist eine gute Idee. Das kriegen. Wir bauen die Gabel ein. Ich hole jetzt fixes Steuerlager. Also ich hole es wirklich fix. Jetzt nicht so wieder dieses fix, ich gehe mal kurz was holen, sondern jetzt kommt dein Part, wo ich dich gebrauchen könnte. Okay, was soll ich führen und halten? Ja, ich nehme jetzt mal den Lenker einfach. Das hier? Ja, weil da haben wir jetzt schon voll viele Kabel. Ich mache den jetzt mal kurz runter. Nico, es ist schwer. Okay. Nein. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Oh, jetzt ist der Lagerring runtergefallen und eine Kugel rausgeflogen. Nee, oder? Ja. So, jetzt aber schnell. Jesko, ich habe den Lagerring, ich habe die Lagerschale. Ah, geil. Dann einer Robert steckt hat den rein. Lenker, du hast die Gabel. Oh. Geilo, der Rest macht die Schraubello. Machen jetzt vollends den Lenker fest und versuchen die Kabel gleich ordentlich hinzulegen. Doch. Das wird. Sagst du Bescheid, wenn du die ausrichten willst, oder was? Will ausrichten. Bist du schon? Ja. Ach, scheiße. Ja. Schalt mal bitte. Nee, da geht's nicht. Ja. Ja, in -1 geht nicht, okay. Und jetzt Da geht's aber. Bis zu 3, 4. Das geht auch noch. Jetzt noch mal zurück an 3 bitte. Okay, 2. Warte, jetzt. Das ist 4. Okay. Das ist 3. aber nicht falsch, oder? 1. Okay, gut. Nein, 2. Okay. 0. 0. 0. Ich glaube, ich muss wieder aufstehen. Geht's? Ja, schauen wir mal. Zeitraffer. Reach out and touch faith. Du hast gesagt, singen darf man. Aber man soll es auch können, ne? Das war die Regel. Wenn er anfängt zu singen, dann hoffe ich immer, dass er bald wieder schlecht drauf ist. Damit er Ruhe ist. Lotusblume hab ich dich genannt, als die rote Sonne im Meer. Hey, jetzt machen wir echt Riesensprünge. Ja, voll. Du, ich will ja nichts sagen, aber Was? wir sind fast fertig. Ja, können eigentlich aufhören. Gehen wir früher heim? Noch 2 Schrauben. Nicht? Linker. Pass auf. Guck. Aber guck jetzt hin, Mann! Guck doch. Man kann jetzt sehr offen durchgucken hier, ne? Also die Discacciati-Bremsscheibe mit der SIP-Adapter ist halt auch komplett offen und die Felge ist halt auch sehr schön durchfräst. Mir gefällt die ganze Kombination ganz gut. Also war kein Fehler. Ein bisschen Nerven gekostet, aber jetzt ist sehr schön geworden. Das finde ich gut. Viel ist ja nicht mehr. Muss die Bremse funktionieren, oder? So, was machen wir als nächstes? Kupplungszug, häng den Kupplungszug ein. Bremshebel, Jesko, tu es. Okay, ich häng schon mal den Kupplungszug an, oder? Solange Nico nicht da ist, kann ich ja die Bühne hochschrauben. Ja, können wir nicht einfach die Wahrheit sagen? Wir sind doch einfach noch besoffen von gestern. Das ist doch... Hey Leute,
Ich sollte jetzt eigentlich gerade was anmoderieren. Der Kameramann hat gesagt, ich soll ein bisschen mehr Ehrgeiz zeigen, mehr Motivation an den Tag legen. Aber wir hatten gestern so eine interne Feier. Und aufgrund dessen, dass wir gestern die Elektrik so gut wie komplett fertig haben, habe ich mich halt gefreut und 2, 3 Bier getrunken oder vielleicht auch 8. Ich verstehe nichts. Der nuschelt so. So, jetzt noch einen ernsthaften, oder? Also das macht Das passt nicht. Hey Leute, wir haben gestern weitestgehend die Elektrik fertiggestellt. Zeitlich liegen wir eigentlich ganz gut und sind jetzt gerade so in den letzten Zügen. Die Lenkerverkleidung muss noch drauf, diverse Anbauteile müssen noch dran, vollends angeschlossen werden. Die Bremse hinten muss noch gemacht werden. Da bin ich gerade dran. Jesko ist an der Bremse vorne dran. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen sputen, dann kriegen wir das Fahrzeug heute auch fertig. Und somit wäre es dann bereit für die Custom-Show morgen. Jesko? Bitte? Okay. Nico, Ja. kennst du dieses Teil hier? Ja, das ist von der Schwinge hinten die Aufnahme. Oh nein. Das ist ja in sich geschlossen. Ist geschlossen. Mhm. Also, kleiner Funfact, der Motor ist schon drin. Und das Ding muss um die Traverse. Deswegen muss der Motor halt eben mal schnell wieder raus, damit wir das um die Traverse liegen können. Das geht ja schnell. So, ich habe jetzt hier mal die Löcher in die Carbonabdeckung gemacht. Die sind so leicht vorgeprägt gewesen. Ich habe die erstaunlich gut getroffen. Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Allerdings heißt das noch lange nicht, dass das jetzt auch wirklich gut hier passt. Schauen wir mal. Kann man nicht meckern. So, ich habe jetzt mal die alte und die neue Sitzbank. Die neue Sitzbank ist ja der alten sehr ähnlich, aber es ist ein Formupdate, dass es noch schöner in die Form des Rahmens übergeht und halt auch aus Carbon. Nur habe ich noch keine Sitzbank dafür oder kein Sitzkissen, und das alte Sitzkissen, das ist ja irgendwie quasi farblich abgestimmt auf den Roller mit ganz viel Metal Flake. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie auf die andere Sitzbank übertragen kann, ohne dass das komisch aussieht. Ich habe jetzt die Bremse vollends entlüftet. Also eben alles wieder komplettiert. Die Bremse vollends entlüftet. Deckel auch schon wieder drauf. Ausgleichsbehälter ist voll. Hier unten ist wieder alles fest. Eingestellt habe ich sie ebenfalls schon. Hier sind wir eigentlich fertig. Jetzt suche ich da unten noch einen kleinen Teil. Da weiß Jesko bestimmt, wo das ist. Jesko? Ja? Weißt du zufällig... Ah, schade, das habe ich auseinandergebaut. Ne? Ich sollte wissen, was da dran war. Ich weiß nicht, wie die aussahen. Doch, das hier ist sie wahrscheinlich. Hier habe ich so ein fetter Bollen von Schraube. Das sieht so richtig nach MMW aus. Ein richtiger Brummer. Oh, das ist sie. Das Aufräumen habe ich vom Jesko gelernt. Früher war ich voll die Wutz, bis mir Jesko erklärt hat, dass man so nicht arbeiten kann. Klingt sehr wahrscheinlich. Wir könnten den noch mal verwenden für diese Situation, wo man den verwenden kann. Was viel schlimmer ist, wo kriegen wir den Auspuff jetzt fest, ne? Also komm, wir probieren's. Und, geht's? Jesko, guck mal, ich komme da gar nicht dran vorbei. Ja, siehst du das? Ich stehe da an. So, wir bohren hier ein 8er Loch rein. Was sagst du jetzt? Anzeichnen, ich bin voll auf deiner Seite. Halt's noch mal hin. Wo schlägt's an? Nee, du musst jetzt Hier, hinhalten. da können wir eine flachere Schraube reinmachen, dann kommen wir weiter rum. Machen wir.
Warte mal, Moment, hör. Ja. So, und jetzt, wo stehe ich an? An der dicken. An der dicken, da können wir nichts machen. Jetzt zeigt sich der wirklich wahre Customizer. Ja. Wir machen das so, wir säbeln das hier ab und dann biegen wir das hier. Und dann kann der hier hin, siehst du das? Und dann ist ja das Loch da und dann können wir da reinbohren und dann ist fertig. Aber ja, das wird super. Ich mach mal die Lenkkopfabdeckung fest. Du hast keine Ahnung, was ich vorhabe, aber das interessiert dich auch nicht, sei ehrlich. Hey, soll mal eine rauchen? Der braucht ewig dafür. Dann lass mal die Bühne oben. Das jetzt nicht rausschneiden. Alter. Das soll schnell gehen, hieß es. Aber haben wir nicht so einen Liegestuhl oder sowas, in dem ich nichts... Nico, du bist doch Eisenbieger. Das ist immer noch mein erstes Bier. Eisenbieger, habe ich gesagt. Vater war Eisenbieger, tatsächlich. Okay. Sieht fast so aus, als könnten wir das packen mit dem Packen. Der Ständer muss noch dran, Seitenständer, den habe ich vergessen. Kammeln und Bremspedal müssen wir noch voll ins Festschrauben. Da muss ich gerade noch ein Gewinde instand setzen. Also Bremspedalgewinde, Sitzbank drauf. Seitenständer, Sitzbank drauf. Sitzbank haben wir schon fertig, die muss nur wieder drauf gesteckt werden, das ist easy. Es ist noch nicht alles so 100% fertig, aber er kann schon mal schön, also halbwegs schön stehen und das ist okay für die Custom Show. Und er kann Männchen machen. Er kann Männchen machen. Ja, Sitzplatz und Männchen. Ständer. Smoke. Think about a knife, slowly cutting your throat. Let it think about it, girl, slowly putting on your coat. Lipstick on her lips, holy shit, she glows. Let it think about you dancing, but you stepping on the toes. Now I realize that all this happens in a fucking dream. All these hoes and all these buildings, drinking fast like it's some lean. Why you texting me if you don't wanna text? Why you talking shit? Bitch, put me on the desk. I'm like shit, no stress. Hey shit, God bless. Hey shit, they always want more and even less. Chocolate chip cookies looking faded, watching movies. Weak body looking bloody, dark waters they too muddy. Fuck with the boss, come too close, get wrecked like hoes. Oreos, raid them hoes and plenty shows. Rick Ross, we sniff the shit, they overdose. Less smokes, holy shit, this is snows. Poppin' things, Rover Ranger, keep it low. Tryna change, ayy.